Hallo ihr Lieben, ich habe einen ganzen Korb Stachelbeeren aus dem Garten gepflückt und jetzt wird daraus Marmelade gemacht. Fruchtig, leicht säuerlich, mit Vanille verfeinert, perfekt für alle, die es nicht zu süß mögen. Und warum ich dafür die unreifen, festen Stachelbeeren bevorzuge, erfährst du in meinem Video. Los geht's! Wenn du Stachelbeeren, Gelee, Konfitüre oder Marmelade machen möchtest, dann solltest du sie pflücken, wenn sie noch grün sind und fest sind. Dann enthalten die natürlichen Pektin und du brauchst nicht so viel Geliermittel. Also rechtzeitig pflücken, wenn die noch grün sind. Für die Marmelade brauchst du 1 Kilo Stachelbeeren, etwa 400 Gramm Zucker, eine Bio-Zitrone und eine Vanilleschote. Ich verwende die unreifen grünen Stachelbeeren, weil diese viel Pektin enthalten und dann muss ich kein extra Geliermittel dazugeben. Also ich verwende den ganz normalen Raffinadezucker und nicht die Gelierzucker. Vor ein paar Jahren hat jemand aus unserem Garten die Stachelbeeren weggepflückt. Die waren noch genauso grün und unreif und ich habe mich damals gefragt, warum macht man sowas? Die sind doch nicht mal reif. Und dann hat mir meine Mama erklärt, dass meine Oma immer aus Stachelbeeren, aus solchen grünen Stachelbeeren, Marmelade gekocht hat. Weil beim Kochen oder nach dem Kochen wird die Schale ganz weich. Wenn man abwartet und die Stachelbeeren schon reif sind, braucht man zusätzliches Geliermittel. Also wenn deine Stachelbeeren schon reif sind, dann am besten Gelierzucker verwenden. Und dann wird die Schale auch nach dem Kochen etwas fest. Also wenn du es nicht magst, dass die Schale so ganz fest in der Marmelade ist, dann am besten die Stachelbeermarmelade aus grünen Stachelbeeren kochen. Das Zubereiten geht ganz einfach und schnell. Erst die Stachelbeeren gründlich waschen und die getrocknete Blüte und den Stiel entfernen. Die Stachelbeeren in ein großes Topf geben, eine Bio-Zitrone erst so auf dem Tisch rollen, danach halbieren und entsaften, die Vanilleschote entlang anschneiden und die Vanillemark auskratzen. Dann Zucker, Vanilleschote, Vanillemark, Zitronensaft und etwa 100 Milliliter Wasser ins Topf geben. Und jetzt werde ich das Ganze aufs Herd stellen und bedeckt zum Köcheln bringen. Danach lasse ich zugedeckt so lange köcheln, bis die Stachelbeeren ganz weich werden. Danach werde ich den Deckel abmachen und etwa 15 bis 20 Minuten weiter köcheln lassen, bis die Marmelade schön dickflüssig wird. Während die Marmelade kocht, kannst du noch deine Gläser vorbereiten. Meine Gläser sind gerade sauber aus der Spülmaschine und ich werde sie jetzt noch mit kochendem Wasser bis zum Rand abfüllen und 10 Minuten stehen lassen. Das gleiche mache ich auch mit den Deckeln und so sind meine Gläser auch sterilisiert und bereit für die Marmelade. Die heiße Marmelade direkt in Gläser füllen und den Deckel drauf machen. Wenn du magst, kannst du sie noch umdrehen und 5 Minuten so stehen lassen. Danach nochmal drehen und komplett abkühlen lassen. Aus dieser Menge Stachelbeeren habe ich 2 große Marmeladengläser bekommen und einen halben Glas. Den lasse ich so abkühlen. Der kommt dann ins Kühlschrank und diese Marmelade werden wir auch dann direkt genießen. Ich mag die Marmelade, wenn die nicht ganz fest wird, also habe ich sie so gelassen. Du kannst eine Geliertoast machen und schauen, wie die Marmelade fest wird. Dafür gibst du etwa einen Esslöffel Marmelade auf eine kalte Teller, lass das 5 Minuten auf dem Teller und dann, wenn die Marmelade sich kaum bewegt, heißt das, dass es schön geliert ist. Bei mir hat es sich
ganz langsam bewegt und ich habe die Marmelade dann so gelassen, weil ich es nicht ganz fest mag. Wenn du es aber fester magst, kannst du es etwas länger kochen oder du kannst auch einen Teil Gelierzucker dazu geben. Ich habe was Kleines vergessen zu erwähnen. Wenn du die Stachelbeeren so wie ich grün und unreif pflückst und daraus eine Marmelade kochen möchtest, dann solltest du am selben Tag die Marmelade kochen oder am nächsten Tag, weil die Stachelbeeren nachreifen. Also ich habe meine gestern gepflückt, direkt zu Hause ins Kühlschrank getan, in eine luftdichte Dose und heute habe ich dann die Marmelade zubereitet. So stellst du dir sicher, dass die Stachelbeeren nicht nachreifen und in den Beeren genug Pektin bleibt. Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches Rezept gefallen und dass du den auch testen werdest. Wenn du Bekannte und Familie hast, die auch Stachelbeeren im Garten wachsen haben, dann teile das Video gerne, so dass sie auch wissen, warum man aus den unreifen grünen Stachelbeeren Marmeladen kochen soll. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.